und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tunze-Kanal. Ihr habt es ja schon letzte Woche gesehen, wir haben jetzt endlich das Felix und die Pumpenfabrik Video rausgehauen und jetzt kommt ein zweites Video, denn wir haben den lieben Markus und die liebe Sophia noch gar nicht so richtig gezeigt. Ne? Wir machen ja normalerweise hier lassen wir die Hosen runter und zeigen auch mal die echten Szenen, die echten Fragen, quatschen auch einfach so ein bisschen natürlich miteinander. Und dazu haben wir euch jetzt ein eigenes Video erstellt, wo wir auch mal die beiden ein bisschen kennenlernen und deren Wechselwirkung mit dem Unternehmen so ein bisschen zeigen. Gell? Der liebe Markus hat mir schon gesagt, er hat gar nicht mehr daran geglaubt, dass es noch passiert. Ja, das ist nämlich auch jetzt schon über 1,5 Jahre her, dass er wo ist das goldene Ticket? Ja, dass die Lieben das goldene Ticket gewonnen haben. Schauen wir jetzt mal rein, los geht's. Los geht's eigentlich immer da vorne bei unserem Granulat. Da ist so ein kleiner süßer Trockner, der die Kunststoffe vortrocknet. Okay. Ist ein bisschen wichtig, damit die Form hinterher passt, die Optik hinterher passt. Ist so ein Standard im Spritzguss. Aber ich finde es immer ganz nett, wenn man so den warmen Kunststoff anlangen kann. Gell? Das hier ist unsere größte, an der wir die größten und schwersten Teile fertigen können. Das ist der liebe Daniel, der gerade ein Handentnahmeteil hier rausnimmt. Wie viele Spritzgussteile Felix schafft ihr so am Tag? Daniel, was hat das für einen Zyklus? Jetzt haben wir wieder so eine Szene, wo du auf dem Monitor rumdrückst wie früher. 60 Stück pro Stunde. Kommt immer aufs Teil an, genau. Das ist jetzt für welches Produkt? Weil das kenne ich nicht. Es ist also wir nennen das Aquawind, unser Lüfter. Das ist wirklich, ich sag mal, einfach nur ein Gehäuseteil. Aber es ist so ein Ding, kann halt einfach nicht aus der Maschine rausfallen in eine Kiste, weil sonst hat es irgendeine Macke drin und bei einem Premium-Produkt, da willst du keine Macke haben. Wenn du das oben am Aquarium hast und der Lüfter dann die Luft übers Wasser drüber zieht, dann sollte es nach was aussehen. Für welche Aquariengröße empfiehlst du das von der Länge her? Was die Empfehlung? Ungefähr 2 Meter. Also es geht beim Lüfter eigentlich immer nur darum, dass er die feuchte, gesättigte Luft von der Oberfläche abtransportiert. Wenn die abtransportiert ist, wird es nicht besser, wenn man noch mehr abtransportiert. Und ungefähr 2 Meter weit spürt man noch ganz leicht diesen abtransportierenden Hauch. Deswegen haben wir auch nur einen Lüfter, der diese Funktion macht. Ja, in der Breite schafft das nicht ganz. Wenn ich ein Meterbecken habe, ist vielleicht kann es noch mal besser werden, 2 hinzubauen, aber in der Regel reicht einfach ein Lüfter. Der Raumteiler, den wir haben, da würde ja einer dann reichen. Ja. Manche Maschinen laufen einfach mit Schüttgut, fallen halt einfach in die Kiste rein. Das ist ein Teil, das in den Pumpen drin ist, das seht ihr nie. Das ist so ein kleiner Abstandshalter. So ein Ding läuft einfach nonstop und 24/7, sage ich mal, vor sich hin. Wie ist die Alterungszeit, Felix, von dem Plastik? Also von dem Kunststoff? Wie lange? Alterung? Ja. Hast du die Frage vorbereitet? Oder? Nein. Also tatsächlich der Kunststoff, den wir hier verwenden. Ihr kennt ja alle Lego-Bauteile, den typischen Kunststoff, aus dem auch Drucker sind, ABS heißt der. Da gibt es aber eine Variante davon, die heißt ASA. Den verwenden wir für sehr viele unserer Teile. Der ist super schlagzäh und vor allem ist er extrem beständig. Aus dem Kunststoff sind auch Gartenstühle gemacht. Diese weißen Gartenstühle, die einfach nach 3 Jahrzehnten immer noch neu aussehen, obwohl die Sonne drauf ist, wo alle anderen Teile schon zerbröselt werden, daraus ist es. Der ist super widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, gegen alles, was ich im Aquarium, gegen alles, was ich im Aquarium habe. Gegen Witterungseinflüsse ist der super robust. Es gibt im Prinzip, hält der endlos, wenn ich es mal so frech sage. Ja. Sieht man da hinten, dass wir auch ein Auftragsfertiger sind. Wir haben in der Region ein befreundetes Unternehmen, für die wir Kunststoffteile herstellen und das macht hier gerade der Helmut. Ist gut für die Maschinenauslastung, ist gut für die Diversifikation ein bisschen und den Einkommensströmen, aber das ist jetzt mal auf der unternehmerischen Seite. Das Teil kennt ihr, das ist diese Trägerplatte. Ja. Trägerplatte nennen wir die, von den Klingen am Kernmagnet. Richtig, den haben wir auch gekauft. Ja. Genau, das ist auch gar keine Magie. Ist eine ganz süße Maschine, die hat so ein Handling dran, dass sie immer gleich den Anguss rausnimmt. Da sieht es dann richtig nach was aus, wenn man reinschaut. Geil. Maschinen, Felix, laufen völlig autark. Also im besten Fall laufen sie völlig autark. Wie tut's? Aber du hast ja vorne gesehen, da ist Handentnahme, da muss jedes Mal ein Ding rausgenommen werden, sag ich mal. Die Teile, die aufeinander fallen können, wo es dann optisch keine Probleme gibt, wie jetzt das da, die laufen vor sich hin. Man muss halt, ich sag mal, wir fahren Geisterschicht, also am Feierabend nochmal mit trockenem Granulat auffüllen und dann muss halt genug Platz in der Kiste sein. So ein kleines Teil, da passen Tausende in eine Kiste, das kann einfach die ganze Nacht durchlaufen. Größere Teile, die auch Schüttgut aushalten,
sind auch irgendwann in der Nacht dann voll. Wir sind als Spritzgießerei eigentlich darauf spezialisiert, dass wir die Teile sehr, sehr gut fertigen und sehr viele verschiedene Teile in einer kleineren Stückzahl. Oftmals hast du, wenn du so Spritzgussanwendungen hast, natürlich gibt es immer irgendwas noch Cooleres, aber irgendwelche noch cooleren Mechanismen oder Roboter, die sonst was machen, aber unsere Branche ist klein und das sind die Stückzahlen nicht in den Millionen, sondern das sind die in den Tausenden. Da ist es immer gerade die Schwelle, dass es überhaupt Sinn macht, eine Spritzgussform zu bauen. Und da geht es mehr darum, dass das Teil gut aussieht und die Form wird eingebaut und manchmal nach einem Tag schon wieder ausgebaut. Das Ein- und Ausbauen der Form ist das Anstrengende, nicht der eigentliche Betrieb. Das Anstrengende hier ist tatsächlich das Einbauen, das richtig Einstellen und die Wartung und die Instandhaltung der Formen. Gar nicht mal das Spritzen selber, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Ja, Tunze baut auch sehr große Rückförderpumpen, aber keiner kennt sie, weil da nicht Tunze draufsteht. Aber das ist tatsächlich auch ein Kundenprojekt außerhalb der Aquaristik. So, und hier haben wir unsere Spritzgussformen, so ein bisschen unsere Schätze. Zack, und das sind ganz dicht gepackt, unsere ganzen Formen und dann Teile, wie diese Gitter, das kennt ihr ja, der Controller von den Pumpen, auch teilweise alte Teile. Wie lange ist die Entwicklung von Grobkonzept bis fertig, so eine Spritzform? Die Spritzform selber, eigentlich das Aufwendige immer das Teil. Also manchmal dauert es Monate, manchmal ein halbes Jahr, bis man so ein Teil fertig konstruiert hat, bis es so ist, wie man es haben will. Ja. Die Form selber ist in einem Monat ungefähr. Also die Chinesen machen Druck, die machen Schichtarbeit, da hast du in der Regel nach einer Woche alles fertig konstruiert. Ich sag mal hier, und die guten Werkzeugmacher bei uns hier um die Ecke, die brauchen ein paar Wochen, je nachdem wie deren Auftragslage ist. Wenn wir das Teil richtig konstruiert haben, dann kann man auch die Form dazu recht schön bauen. Aber wenn das Teil so gemacht ist, dass es fast unmöglich ist, dazu eine Spritzgussform zu bauen, dann dauert es ein bisschen, weil man ein paar Iterationen hat. Und oftmals, muss ich ehrlich sagen, gerade unsere Werkzeugmacher aus der Region, die denken mit. Die denken sich dann auch in das Produkt rein. Die verbessern dann das Produkt nochmal, während sie die Form bauen. Und das ist so ein Benefit, den man oft vergisst. Wenn man an irgendeinen billigen Werkzeugmacher geht, dann kriegst du einfach nur stumpf das Teil. Und dann hast du auch oft das Problem, du baust die Form ein und sie läuft halt einfach nicht. Oder das Teil kommt nicht richtig raus und so. Deswegen ein bisschen Liebe im Werkzeugbau macht das Teil besser und sorgt dafür, dass du hinten raus einfach Spaß hast, wenn du die Teile dann spritzt. Hebt ihr alle Spritzformen auf, auch aus den Anfängen, ja? Also ihr habt alle noch? Nein, wir haben da draußen eine Garage, die hat noch so ein paar Formen drin, die wir nicht mehr haben. Wir sortieren immer mal wieder was aus. Natürlich versuchen wir 10 Jahre lang die Ersatzteilversorgung für ein Produkt sicherzustellen, wenn wir es zum letzten Mal gebaut haben. Aber wenn wir, hier das Ding zum Beispiel, die Form hat safe mein Großvater gebaut. Die müsste aus den 70ern oder 80ern kommen. Die haben wir noch immer operativ, weil diese Filterglocke immer noch im Programm ist und immer noch ein Teil von dem Multifilter 3168. Deswegen, das ist noch so ein Teil, das einfach mindestens seit den 80ern existiert. Aber manchmal ist dann auch End of Life für irgendeinen Artikel. Dann spritzen wir nochmal die Mengen ab, dass wir die Ersatzteile sicherstellen können, dann geht es in die Garage. Viele unserer Produkte sind heute aus allen Verfahren gemacht. Manche Sachen sind extrudiert, manche Sachen sind spritzgegossen, manche sind 3D gedruckt und jeweils noch mit verschiedenen Verfahren 3D gedruckt. Und für jedes Teil und jede Anwendung sucht man sich immer das beste Verfahren. Davon brauchen wir viel zu viele, damit sich der 3D-Drucker einfach nicht lohnen. Sobald man in die Tausenden Stück kommt, ist es einfach ein Witz, wenn man Stunden auf ein Teil warten muss. Da ist noch ein anderer Fakt. Das Teil hier ist außerhalb vom Wasser, hast du an deinem Unterschrank. Das Teil hat die höchste Flammenhemmstufe. Also, dass wenn aus irgendeinem Grund irgendwie die Elektronik aus irgendeinem Grund heiß werden sollte, das brennt nicht. Das ist ein Hochtemperatur-Kunststoff, der selbst löscht, wenn du mit dem Flammenwerfer drauf gehst. Das Zeug im 3D-Druck zu bekommen, ist dann super teuer, super schwer zu drucken. Das kennen wir nämlich vom Orca. Und hier baust du jetzt, die Form hat glaube ich 25.000, 35.000 Euro so. Der ganze Satz hat 85.000 Euro gekostet. Aber du baust jetzt die Form ein und dann zack, 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 alle, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden fällt ein Teil in die Kiste. Um 10.000 Stück im 3D-Drucker herzustellen, da ist eine ganze Crew so lange beschäftigt, das lohnt sich nicht. Ich habe euch ja gerade gesagt, das Rüsten der Form ist das Anstrengendste. Gerade wenn im Prinzip meistens in einigen Tagen das Teil gefertigt ist. Jetzt sage ich mal salopp, wir haben so 200 Formen oder 150 Formen. In der Regel bei den Spritzgussteilen arbeiten wir so, dass wir immer
ein Jahr auf dem Lager haben. Weil ich baue es ein, es macht wenn ich jetzt 200 Formen habe und ungefähr 200 Arbeitstage, muss ich jeden Tag eine Form wechseln. Wenn ich eine Halbjahresmenge produziere, dann habe ich plötzlich doppelt so viel Arbeit und das ist die eigentliche Arbeit. Das Risiko bei einer Fehlcharge ist das dann nicht sehr Ja, groß? aber deswegen sind die Leute hier gut. Ja. Deswegen, die wissen genau, welches Teil welches Maß haben muss, womit es zusammengebaut wird und dass es passt. Also das wäre ein Problem, wenn ich einen externen Lieferanten hätte, der dann einfach nur möglichst viel Geld verdienen will, also möglichst schnell das Teil spritzt. Den muss man dann immer wieder daran erinnern, wofür es eigentlich ist. Und das kenne ich von früher tatsächlich, ehrlich gesagt, meine Haare, das wird heute noch ein bisschen lustig. Fehlchargen passieren, aber dann rüsten wir halt die Form wieder. Irgendwo ist mal ein bisschen was, korrigieren wir es und rüsten die Form neu und bauen es. Aber in der Regel haben wir von allen Teilen Jahresmengen da. Und wenn wir auf 3 Monatsmengen runterfallen, in der Regel spätestens dann wird es nachgespritzt. So, aber das nur für die Spritzgussteile. Der Rest der Produktion ist meistens auf die nächsten 2 bis die nächsten 3 Monate geplant. Und zwar so, dass die Lieferanten wissen, wann welches Teil kommen muss und dass wir wissen, welche Person welchen Auftrag zu welchem Zeitpunkt macht. Ist ganz schön viel Arbeit. Nee. Unser Kunde ist in der Regel unser Versandlager, bei dem wir immer schauen, dass von allem genug Lagerbestände da sind. Ja. Den Versand macht ihr dann aber extern oder macht ihr das auch alles selbst? Das machen wir bisher auch alles selbst, dann schauen wir auch gleich nachher noch vorbei. Ja. Und die Klingen sind auch sowas, das ist auch kein Schüttgutteil, weil die dürfen auch nicht aufeinander fallen. Ja. Sonst, genau, da sieht man auch, dass wir ab und zu mal mit anderen Kunststoffen rumprobieren. Sieht man so ein bisschen an der Farbe. Ja, mit denen, glaube ich. Ja, genau. Und die zwei sind quasi das, was wir gerade fertigen. Bedeutet das, dass alle Teile gleichzeitig in der Form? No, das ist eine eigene Form. Das ist jetzt falsch in der Tüte. Aber die zwei sind tatsächlich da drin. Ja, genau. Die werden nicht gleichzeitig gefertigt, aber da kann man einfach die Düse drehen und dann wird das eine Teil gespritzt oder das andere. Wenn man jetzt quasi beide Kanäle macht, müsste man beide Teile gleichzeitig spritzen. Dann muss man aber darauf schauen, dass beide Formen gleichzeitig voll werden. Und so eine Klinge, dass die gerade ist auch ein bisschen Pain in the Ass, ehrlich gesagt. Würdest du empfehlen, oder kann man die nachschärfen, Felix? Du kannst über ein Schmirgelpapier drüber gehen, dass du die Fläche wieder glatt kriegst. Du musst nur schauen, dass die ganzen Schmirgelpartikel dann auch wirklich raus sind. Ja. Unser Zelt, in dem wir unsere ganzen Kunststoffe lagern. Und da sind so ein paar ganz einfache dabei, wie der, aus dem ungefähr alles, was wir machen, besteht. So, und wir haben ja auch ein paar ganz verrückte Kunststoffe, zum Beispiel den hier. Der ist schon so schön verpackt. Mal fürs Gefühl, sowas kostet 3-4 Euro pro Kilo. Sowas kostet 25 Euro pro Kilo. Hier kostet eine Palette mit einer Tonne 25.000 Euro. Hier kostet eine Palette mit einer Tonne 3.000 Euro. Also der Kunststoff hier ist für die Klingen vom Kernmagnet. Und warum ist der Unterschied so? Weil da Zutaten drin sind, die schweineteuer sind. Da ist, sage ich mal salopp, klein gemahlene, kugelsichere Weste drin. Und da ist halt einfach nur der Standardkunststoff, den man zum Beispiel für einen Reißverschluss verwendet. Arbeitet ihr mit, wie nennt sich das, recycelten Kunststoff? Nein, wir benutzen tatsächlich immer Neuware. Ja. Es ist einfach prozesssicherer und einfacher. Als Premium-Marke ist es so wichtig, dass einfach alles stimmt, dass man das Risiko von irgendwelchen Rezyklaten gar nicht eingeht, ehrlich gesagt. Man will nicht, dass der Rasthaken abbricht, wenn man irgendwo 50 Cent gespart hat. Wegen der Reinheit der Kunststoffe. Ja. Und natürlich kriegt man die auch sehr gut aufbereitet. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, Rezyklate zu verwenden, aber wir haben halt sehr viele verschiedene Zutaten, sehr viele technische Kunststoffe. Die Sortieranlagen holen so einen Kunststoff nicht raus. Die zermahlen einen Kühlschrank oder die zermahlen Küchengeräte oder was und oder klassischerweise die ganze Verpackungskunststoffe, aber wir benutzen keinen dieser Kunststoffe, der quasi, weil wir Elektrogeräte bauen, keine Verpackungskunststoffe und deswegen sind wir so ein bisschen von dieser ganz großen Recyclingindustrie ein bisschen weg. Es gibt schon, es ist schon auch interessant für uns, wo ich zum Beispiel mit gerne experimentiert habe, gibt es eine tolle deutsche Firma, die Kunststoffe aus Holz macht, aus dem Lignin, als dem Abfallprodukt bei der Papierherstellung. Da haben wir gerade einen Langzeittest beendet mit sehr guten Ergebnissen. Das ist total nett, das riecht wie Holz, hat so ein bisschen wie so eine Pressspanstruktur, ist aber einfach komplett Holzspäne und ich sag mal ein paar Wachse, ein komplettes Naturprodukt. Aber wir haben das auch schon an ein paar Stellen noch ausprobiert, da habe ich Bock drauf, dass wir gar nicht mehr erst einen ölbasierten Kunststoff nehmen. Aber geht halt auch nicht überall, weil Flammenhemmklassen wieder für die CE, also für die Sicherheit vom Produkt wieder wichtig sind. Der Raum hier war früher mal die gesamte Produktion der Firma. Also hier haben wir alles gemacht, alles geklebt, alles eingegossen, alles verpackt, alles. Zwischenzeitlich ist es jetzt hier nur noch Löten.
weil wir so viel Lötarbeit haben. Und eigentlich ist es immer so ein Montageschritt hier, bei dem wir irgendwie die elektrischen Verbindungen schaffen. Und das halt für verschiedenste Produkte. Zum Beispiel der liebe Osmolator. Meistens besteht es darin, ein Kabel. Entschuldigung. Das wird heute der Running Gag, aber Der Osmolator mit Pumpe oder? Nein, nur, also jetzt erst Nur die der Pumpe Sensor. auch, die müsste sogar ups, die ist da hinten. Gerade der Osmolator hier ist ziemlich fummelig, aber da war uns wichtig damals, dass wir den Motortreiber, die Sensorik und alle Komponenten in das eine Gehäuse reinpacken, dass das alles wasserdicht ist, alles miteinander kommuniziert. Ist halt auch jetzt aber alles auf dieser kleinen Platine drauf und muss da irgendwie reinpassen und die ganzen Kabel dazu. Das ist ein bisschen ein Pain in the Ass, aber wir haben immer darauf gesetzt, dass wir 2 verschiedene Messprinzipien nutzen, dass ich quasi in Fahrzeugsprache gesprochen eine hydraulische Bremse habe, aber immer noch eine Seilzugbremse, die unabhängig funktioniert, dass wenn eins der beiden Systeme versagt, ich immer noch das Fahrzeug zum Stoppen bringen kann. Und hier in der Sensorik gesprochen, wenn irgendein Phänomen den einen Sensor ins Versagen treibt, dann nutzt der andere Sensor ein anderes physikalisches Prinzip und widersteht dem. Und beides eben mit Solid States, also keine beweglichen Teile, damit es ewig hält. Genau, das war so ein bisschen die Idee daran. Habt ihr es euch so vorgestellt? Ja! Ja. Man sieht es ja nicht, man kauft das Produkt und greift aus dem Regal raus. Man sieht aber gar nicht die Handarbeit dahinter. Boah, der Orca hat im Prinzip dasselbe Problem. gut, Es da muss kann alles möglichst eng da oben drin untergebracht werden. Der Sensor, um die Position vom Motor zu messen, die Steuerung von der Pumpe und der Motortreiber für diesen Motor und das Wi-Fi-Modul. Für welche Pumpen ist der neue Orca ausgelegt, Felix? Du meintest wegen der Leistung? Das heißt Rohr, welche Pumpe kann ich ranbringen? 61,5 könnte ich auch eine Stream ranbringen an die Dreheinheit? Du Also meinst, was- das Von der Hebelwirkung. Von der Hebelwirkung, genau, also danke. jede, sag ich mal, also gebaut ist er eigentlich für die 6105 und die 6075. Du kannst aber 24 Volt dran stecken und dann hast du die 6255 Leistung. Okay. Und dann hast du locker 2,5–3 Meter Reichweite. Da hast du so eine Feuerkraft an dem Ding. Da hört es aber dann auch auf, dann ist der Hebel schon auch ziemlich immens. Das Anstrengende für uns war die Wasserdichtigkeit, aber das war beim alten Orca gar nicht so schlimm. Gell? Wir hatten eine riesen Angst davor, dass das mal ins Wasser fällt oder einen Spritzer abkriegt. Und wenn ich mir die Dreheinheiten heute so angucke, die sind schon manchmal recht nah am Wasser. Auch ohne den Verguss halten das viele aus, weil wir treiben ja schon einen relativ hohen Aufwand, das Ding wasserdicht zu bringen, um ehrlich zu sein. Da kriegt man direkt Lust, auch mal einzubauen, oder? Hier ist Stream 3. Die Stream 3 ist wirklich auf vielerlei Hinsicht ein ganz schön extremes Produkt, weil wir hier ganz viele klassische Wege gebrochen haben. Wir haben die Achse weggelassen, ein ganz komisches Wickelverfahren dafür benutzt, einen komischen Formfaktor. Die Pumpe ist wesentlich näher an einer Herzunterstützungspumpe als an einer Aquarienpumpe. Und ich bin froh, dass auch nach 10 Jahren im Markt noch keiner so verrückt war, auch so ein Ding zu bauen. Das ist vielleicht eins unserer verrücktesten Produkte. Und die Evisa sagt immer, es ist ihre Lieblingspumpe und ich liebe es auch, dass wir sie bauen. Und ich freue mich auch gerade aktuell, dass wir die in so vielen Produkten jetzt eingesetzt bekommen. Weil es auch einfach was Besonderes ist, diese komische Herangehensweise nimmt einfach diese Probleme mit dem Brummen komplett raus. Den leisesten Motor, den wir nur bauen können, haben wir dann auf diese Weise. Und das Schöne ist, es braucht kein Patent. Es braucht einfach nur den Willen, die allerbesten Zutaten zu nehmen und den allerschwersten Weg zu gehen. Und da hat einfach nicht jeder Marktbegleiter Bock drauf. Es gibt so ein paar Einsatzzwecke, wo sie perfekt passt. Wie ich lange Aquarien habe, die nicht als Raumteilerkonfiguration sind. Ich kann die Dinge auf die Rückseite setzen, da ist ein durchgehender Kanal. Dann bin ich mal so arrogant und sage, da kann ihr niemand das Wasser reichen. Na, wie findet ihr das hier? Also wenn man das live sieht, ist eine andere Geschichte, wie man das auf Video sieht. Also was ist das für ein Eindruck für euch? Für mich ist das ein sehr spannender Eindruck, weil ich kaufe das Produkt im Laden und erst jetzt erschließt sich mir, warum Tunse einen anderen Preis aufrufen kann. Weil ich hatte das gerade beim Löten gefragt. Eigentlich kann ich auch einen Roboter hinstellen oder eine Maschine, die macht mir dit. Aber das Drehen, das Feine, das kriegt ja eine Maschine so gar nicht erst dahin in der Zeit. Was ich schön finde, ist, das jetzt mal zu sehen, warum die Tunse Stream 3 zum Beispiel den Preis aufruft, während andere halb so lange halten oder das 10-fache an Strom brauchen. Und das kommt mir hier schön rüber. Also ich finde es gut. Auch hier keine Magie, sondern einfach nur ein bisschen handwerkliches Geschick. Wir haben hier 3 verschiedene Eingussanlagen. Eine für schnelle Vorgänge, wo wir zum Beispiel Magneten eingießen, genau, oder auch die normalen AC-Pumpen, eine Vergussmasse, die einfach sehr
schnell verarbeitet, ja, die für, sag ich mal, nicht super anspruchsvolle Anwendungen. Oder da, wo es eben sehr hart sein muss oder sehr gut verklebt, wie zum Beispiel bei den Kernmagnets. Na, da ja, sieht man das mal ein bisschen so. Ganz schön viele Kernmagnets. Eine zweite Anlage haben wir hier für transparente Harze und präzisere Anwendungen. Braucht man dann auch bei den Kernmagnets, braucht man zum Beispiel bei die transparenten Harze, um den optischen Sensor vom Osmolator hinzubekommen. Oder auch hier, um den Orca einzugießen. Das machen wir auch mit dem transparenten Harz, weil das für die Wasserdichtigkeit völlig ausreicht. Und weil ja das Auge vom Orca leuchten soll und das Licht muss ja da irgendwie durch von der Platine, haben wir keinen Lichtwellenleiter genommen, sondern gehen einfach nur durch ein transparentes Harz. So, und dann haben wir noch eine dritte Vergussmasse, das ist die ganz besondere, die verwenden wir nämlich für alle Elektronikpumpen. Die teuren, die ewig halten müssen, die gut funktionieren müssen. Hier ist nur immer wichtig, das Harz reagiert halt. Und wenn das da vorne in der Mischdüse hart wird, dann haben wir ein Problem. Oder es ist tatsächlich, ich sage das in den Videos auch immer so ehrlich, es ist ein sehr delikater Prozess. Wenn hier irgendwas schief geht, wenn da das Mischungsverhältnis nicht richtig stimmt, dann wird hier sehr viel Elektroschrott produziert. Dann kann man schnell mal ein Viertel des halbes oder ein ganzes Jahresgehalt an einem Tag versauen. Deswegen passen wir auch hier immer sehr gut auf, was wir machen. Es ist schon lange nichts mehr durch die Qualitätsprüfung durchgerauscht. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin sehr froh, der Victor macht es hier sehr verlässlich, dass der Prozess hier so stabil läuft. Damit er das tut, ist hier der Raum klimatisiert. Und weil wir hier mit isocyanathaltigen Polyurethanharzen arbeiten, wird ja auch immer abgesaugt, dass es hier ein gesunder Arbeitsplatz ist. Deswegen ist es auch so ein bisschen ein besonderer Raum. Und was ihr da gerade im Hintergrund hört, ist das Spulenwickeln. Weil der Raum so gut klimatisiert wird, machen wir hier auch das Spulenwickeln, dass der Draht beim Aufwickeln immer die gleichen Umweltbedingungen hat. Wie lange dauert das Aushärten? Kommt drauf an, bei dem Harz hier haben wir 30 Minuten. Ja, es ist tatsächlich ein delikater Prozess, den auch, ich weiß gar nicht so viel, ein paar Auftragsfertiger können das bestimmt, aber nicht jeder braucht es. Also eine Pumpe in der Waschmaschine hat das zum Beispiel gar nicht drin, weil die das nie braucht. In der Elektronik hat man das natürlich immer wieder, wenn man Platinen irgendwie wasserdicht machen will. Ich habe eigentlich sogar noch nie eine andere Firma besucht, die sowas macht, ja, die eingießt. Das ist irgendwie immer so ein Ding, was wir hier zu Hause gemacht haben. Apropos zu Hause, dahinter ist mein Schlafzimmer. Wir haben so viele verschiedene Spulen hier, weil jeder Motor hat eine eigene, allein sowas wie die 6015. In den USA muss die mit 60 Hertz drehen und einer halben Spannung. Also gibt es für die 6015 schon 2 verschiedene Spulen. Fast jede Pumpe hat immer auf ihr Drehmoment eine angepasste Spule. Deswegen haben wir für diese vielen Produkte auch so viele verschiedene Spulen. Auch das ist wieder so ein Ding, was schön ist, dass es bei uns zu Hause liegt. Und auch seit wir die Maschine haben, haben wir einfach blendende Qualität, immer die gleichen Werte und können uns darauf verlassen, dass es funktioniert. Ja. Also hier an den Tischen ist normalerweise nach dem Einguss nochmal eine unabhängige Person, die nochmal die ganzen Flächen anschaut und guckt, ob da irgendwelche Staubwuckel, irgendwelche Blasen, irgendwelche Fehlstellen drin sind, dass wir halt nur perfekte Teile weitergeben. Ja, das ist eine Blase. Ja. Weil eine Blase könnte am Ende eine Möglichkeit sein, 2. eine Stelle sein, wo Wasser eindringt. 2 Blasen. Das ist jetzt tatsächlich so eine so eine Station, die wir eigentlich immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber jetzt hier für dieses Willy Wonka Video nochmal aufgenommen haben. Wir prüfen hier jede Oberfläche nochmal ganz genau. Früher, als die ECPs rausgekommen sind, no offend, aber gefühlt hat jeder, der irgendwelche Metalle im Wasser war, immer dann gesagt, klar ist ein Tunze-Produkt im Wasser drin, natürlich hast du das jetzt da so. Und genauso wie wir uns vorgenommen haben, dass nie wieder ein Kabel bei uns Probleme macht, haben wir uns auch vorgenommen, dass nie wieder irgendeine dieser Oberflächen hier irgendeinen Magnet, irgendein Metall, irgendwas abgibt. Und deswegen geben wir uns verdammt viel Mühe beim Einguss und sind extrem penibel hier bei der Prüfung der Oberflächen. Und tatsächlich, ich meine, für die Lieben ist es jetzt auch ein bisschen unangenehm zu sehen, dass wir jetzt so ein Ding wegschmeißen, weil da eine winzig kleine Blase drin ist. Aber wir haben uns einfach vorgenommen, es ist ein Premium-Produkt. Beim Premium-Produkt darf es keine B-Ware geben. Es muss einfach immer, alles was im Umlauf ist, muss einfach immer perfekt sein. Und es darf nie wieder den Fall geben, dass irgendwo das aufgeht und irgendwie Metalle ins Wasser reingehen. Zusätzlich machen wir es auch so, dass es gibt keine, ich sag mal, bösen Metalle, kein Kupfer, kein Nickel in den Beschichtungen, damit, wenn es doch passieren würde, es nur Eisen im Wasser ist, was man sowieso reinschüttet unter Umständen. Gell? Aber das Wichtige ist, dass man sich blind auf den Verguss verlassen kann. Und früher hatten wir das leider noch, dass ab und zu mal, wir die Bösen waren und die Schuldigen, aber das hat sich sehr, sehr, sehr
reduziert, weil wir auch diesen schwierigen Weg, diesen konsequenten Weg eingeschlagen haben. Also wenn das schon ein Qualitätsmangel ist, dann sieht's bin wahrscheinlich ich, noch nicht dann so. bin ich froh, dass ich mir Tonse-Produkte kaufe, weil das hier ist ein Mangel. Also eine Blase, die ich kaum mit meinem Auge sehe. Selbst wenn ich die Brille aufsetze, sehe ich die kaum. Und es ist jetzt auch wirklich nicht Und das gefaked. ist- Gell? nee. Avisa, das ist jetzt wirklich, also die eine Kollegin schaut drüber, sortiert aus und alles, was nicht absolut safe ist, kriegt die Avisa nochmal vorgelegt und die sagt dann, Ja, krass. ja, die Pumpe hätte funktioniert, aber da ist vielleicht irgendwo so eine Macke dran. Keine Ahnung, es kann jetzt auch sein, weil das reingeschmissen wurde. Irgendwo eine Luftblase im Sensor, der eigentlich auch nichts machen würde. Ja, genau. Krass. Ja, und deswegen finde ich die Videos, wo ihr das zeigt, wie das produziert oder so, solche Einladungen wie jetzt heute. Ja. Also ich sehe Produkte von Tunse dann demnächst anders. Also Ja. anstatt reinzugreifen als Konsumer ins Regal, jetzt weiß ich, was ich kaufe. Es ist ein bisschen traurig, das hier zu sehen, aber es Ja. gehört einfach dazu. Das ist, natürlich könnte man jetzt sagen, oh, wenn ihr das als B-Ware anbieten würdet, aber dann können wir auch nicht mehr so rigoros im Support sagen, es Nee. gibt keine B-Ware. Wenn du was hast, waren immer wir schuld. Und dann war unser Problem. Also das war jetzt bis vor ganz kurzem sogar noch das Schild dran, unser Support. Jetzt haben wir da die 3D-Druckereien, was einfach näher an den Räumen ist, dass es ein bisschen logischer ist. Jetzt sieht man es halt, aber wir haben hier gestern nochmal YouTube-Videos gedreht, deswegen sind die Leuchten noch hier. Ich weiß, 3D-Druck hat diesen Charme von, man hätte es auch selber zu Hause machen können, aber an der richtigen Stelle ist es auch einfach für uns ein ganz, ganz praktisches Medium, sage ich mal, das uns Konstruktionsspielräume gibt und auch eine gewisse Flexibilität gibt, um Ziele zu erreichen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Gerade weil wir in unserer Branche leider so geringe Stückzahlen haben, ist es halt doch auch ein bisschen geil. Ja? Ich mag auch das Geräusch, ich mag, wie Ja, das ich singt. finde es halt erstaunlich. Man merkt, dass eine ehemalige Soldatin hier arbeiten muss. Ach so! Alpha, Fennec, Biber. Haben alle eine Persönlichkeit. Also hier ist tatsächlich auch so ein Bereich, wo super viel Ausschuss entsteht. Ja. Weil 3D-Druck, selbst wenn wir immer wieder das gleiche Teil drucken, selbst wenn, ich sage mal, Ingenieure Monate Zeit haben, den Prozess zu optimieren, es ist immer irgendwie dann doch noch was. Hier ist unser Ziel, dass man eben nicht sofort merkt, dass es ein 3D-Druckteil ist. Oder wenn man es merkt, dass man sagt, okay, so hätte ich das jetzt nicht drucken können. Und gerade bei denen hier ist es also Mega. so aufwendige Konturen, dass die dann, das ist auch ein bisschen unsere übertriebene Herangehensweise, dass wir dann da unten keine Fehlstellen dran haben. Die hätte eh keiner gesehen, wenn wir es eingebaut hätten. Ja. Ja. Das ist dieser Moment, wo wir immer sagen, jetzt machen wir es gescheit, machen wir es richtig, jetzt machen wir es gut, auch wenn keiner hinschaut. Weil irgendwann wird einer hinschauen und dann fällt es uns auf die Füße. Wir trocknen die Kunststoffe gut vor, sehr intensiv, meistens heiß und den ganzen Tag, dass wirklich die Restfeuchte null ist. Überwachen die auch, wir können das gar nicht so gut anzeigen, aber überwachen die auch, dass die Restfeuchten möglichst gering sind. Sortieren rigoros aus, optimieren die Prozesse hier, aber ansonsten sind es Drucker, wie ihr sie auch zu Hause hättet. Die Materialien, PETG für die Sachen, die ins Wasser gehen und tatsächlich flammengehemmtes Polycarbonat für die Sachen, die nicht ins Wasser gehen, dass wir wieder die Hochtemperatur, die Festigkeit und die Sicherheitsaspekte wegen Flammenhemmung in Elektrogeräten haben. Das würde man zu Hause nicht so machen, wenn man sich einfach mal eben was ausdruckt, aber als Hersteller, der dahinter stehen muss, müssen wir das machen. Und es wird auch immer mehr. Also ich denke mal, dass hier noch ein paar einziehen müssen, wenn die Dosierpumpe kommt, ehrlich gesagt. Ja. Wir liebäugeln auch gerade damit, jetzt verkauft man so viel Orcas, jetzt könnte man da eine Spritzgussform machen. Aber jetzt merke ich auch selber, die Dynamik, die wir haben, dass wir Verbesserungen einfach umsetzen können. Jetzt mache ich eine Spritzgussform, dann muss ich da wieder 10, 20 Jahre mit leben. Oder so könnte ich nächstes Jahr schon wieder ein Update reinmachen. Ja. Und das ist auch immer diese Gratwanderung, die wir haben zwischen Industriebetrieb, der von irgendwas auch 1 Million herstellen könnte, und diesen absoluten kleinen Manufakturfamilienbetrieb, wo wir es halt dann so machen. Wir haben 3 Montagebereiche, das ist einer von den 3. Hier machen wir tatsächlich die Ersatzteile und eher die größeren Artikel, so, die halt große Tische brauchen. Oder auch mit höheren Stückzahlen, wie zum Beispiel im kleinen Abschaumer der 9004, wo man einfach viele Einzelteile dann vor sich liegen hat. Im Prinzip kann man hier aber auch alles machen. Die kommissionierten Aufträge sind meistens hier, was alles einfach schon mal vom Lager absortiert wurde. Dann kann man sich auch irgendwas hier nehmen, keine Ahnung. Ach, guck mal, Re360. Yes, hier sind Re360 Aufträge.
In der Regel gibt es einen Barcode, den ich für das Abkommissionieren der Ware einscanne, einen, dass ich angefangen habe zu arbeiten, einen, dass ich fertig bin und einen, dass ich wieder eingelagert habe. Manchmal sind aber auch mehrere Prozesse, dass ich an der Stelle noch ein Loch bohren muss, an der Stelle noch mal da was drauf pinseln muss. Keine Ahnung, ich erfinde jetzt irgendwas, aber so haben wir halt das mit dem Scannersystem so. Und jetzt müssten wir auch hier Reese 360 finden. Gucken wir mal. No. Da sind Lager drin. Ja, da sind die Lager drin und hier sind die ja, das ist noch nicht komplett, weil wir gerade heute Vormittag die letzten Teile erwarten. Der Artikel ist im Rückstand, da warten Leute drauf, deswegen ist schon mal vorab kommissioniert. Alles, was da ist und der Rest kommt jetzt, wenn es in die Warenannahme kommt, also ankommt, das müsste eben heute Vormittag lustigerweise der Fall sein, geht's los. Worauf ich ein bisschen stolz bin, sind die Etiketten hier, weil wir einfach dann auch ein lückenloses Seriennummernsystem haben. Wir wissen, welcher Mitarbeiter den Artikel wann gebaut hat, welcher Mitarbeiter den Karton zugemacht hat. Wir wissen, wann dieser Karton zu welchem Kunden gegangen ist. Wir können dadurch sehr viel Rückschlüsse über die Warenverschiebung im Markt. Ich kann zum Beispiel bei irgendeinem Händler Mystery shoppen, einfach mal eine Testbestellung machen, dann weiß ich, von welchem Großhändler er einkauft, wenn ich es wissen will zum Beispiel. Wenn sich Händler auch nicht an die Verfahren im selektiven Vertrieb halten, dann kann man damit sehr transparent in die Unterhose reinschauen. Ja. Aber den größeren Vorteil sehe ich auch daran, deswegen können wir auch sagen, hier brauchst keine Rechnung, wenn du es zurückschickst. Wir wissen ja, wann der Artikel gebaut wurde. Wir wissen ja, wann er das Versandlager verlassen hat. Dann können wir noch ein paar Monate Kulanz draufzählen und dann wissen wir einfach, ich brauche keine Rechnung, keinen Verkaufsbeleg. Wenn der Artikel unter 5 Jahre alt ist, von der Herstellung her, dann ja. Das hatten wir tatsächlich früher auch nicht. Da sieht man es ein bisschen. Ne? Das sind jetzt hier die Gehäuse aus der Spritzgießerei. Annahmeteile hochglänzend, deswegen kriegen die alle nochmal so eine Folie drauf, dass sie halt bis hier nicht da macken. Die Magneten haben wir uns noch nicht angeguckt, aber das sind im Prinzip auch Spritzgussteile. Den Einguss haben wir uns aber schon angeschaut. Das sind teilweise Zukaufteile von wie so eine Bürste einfach, ne, die in irgendeinem Vollautomaten produziert wird. Oder auch sowas, die Schaumstoffe, die lasern wir da auch nicht aus, oder stanzen die auch nicht aus, das kommt auch von Lieferanten. Aber die Kunststoffteile kommen alle wieder aus unserer süßen kleinen Spritzgießerei. Na, der Motorblock, an dem Stadium hat er schon mal sein Typenschild bekommen. In dem Stadium wurde er schon mal getestet, hat seinen Durchschlagsversuch gemacht und ist montiert. Und dann ist hier wirklich nur noch eine Endmontage. Aber auch da muss man darauf achten, dass alle Teile drin sind, dass keine Macken dran sind. Es gibt nichts Schlimmeres, als Händler zu einem Kunden zu fahren, die Produkte dabei zu haben. Und dann machst du es auf und willst es dem Kunden einbauen, es fehlt irgendwas und du kannst es nicht in Betrieb nehmen. Ja. Bist du 2 Stunden zu dem Kunden gefahren und dann... Das ist sowas von entsetzlich. Das darf niemals passieren. Deswegen ist auch der Ruf ist schneller kaputt, als er aufgebaut ist. Das ist richtig, ja. Die Montagen brauchen tatsächlich interessanterweise einen Großteil der Ressourcen. Das Montieren und das Verpacken und die ganzen Prüfungen fressen doch sehr viel mehr Manpower, als man so denken mag. Also hier montieren wir offensichtlich Orcas und Osmolatoren und auch die kleineren Strömungspumpen. Eigentlich alle unsere Strömungspumpen und auch immer mal wieder Osmolatoren sind hier. Hier haben wir die Aquarien, also hier haben wir die Kabine hier für die Durchschlagsversuche. Weil du danach gefragt hattest. Genau. Und hier haben wir das Aquarium, um die Pumpe mal im Wasser zu haben, bevor wir sie verschicken, um einmal die elektrische Leistung zu prüfen und die Lautstärke abzuhören. Den Trick, wie man den abgeht, ohne ihn zu zerstören. Welchen meinst du? Wie ein Ei aufschlagen. Den haben wir Den ja. Ei aufschlagen. Echt? Sollen wir es mal machen? Haben wir irgendwo einen 60, Auch noch meine 55 Jute Motorblock hier? 75 nicht wie ein Ei auf dem Boden. Vorsichtig, nicht hinknallen. Okay. Und wenn du es so kaputt machst, dann tauschen wir es dir aus. Nein. Also ich weiß, dass du jetzt da ein bisschen ehrvoll bist, aber wenn es beim Öffnen auseinanderbricht, dann ist es unser Problem. Ja. Wenn du es natürlich jetzt voll auf den Boden schlägst wie ein Morgenstern, aber dieses typische, wie ein Ei so ein bisschen auf den Tisch fallen lassen, dann fallen die Dinger auseinander und die gehen nicht kaputt. Und wenn es doch kaputt geht, melde dich beim Support. Aber jetzt hast du so. Osmolatoren sind und waren und sind und werden immer die gewinnstärksten und wichtigsten Produkte des Unternehmens sein. Gerade in den USA verkaufen wir einfach unheimlich große Mengen. Der Orca ist glücklicherweise in letzter Zeit einer unserer Eckpfeiler geworden. Es ist schön, dass der so gut geht und dass wir so viel verkaufen, aber natürlich ist es auch schön, dass er in so vielen Aquarien seinen Job einfach gut macht. Bin ich auch sehr, sehr stolz und sehr, sehr dankbar dafür. Alle Pumpen, die mal irgendwie ins Wasser kommen oder alle Strömungspumpen sind immer hier. Hier wird einfach versorgt von den anderen Bereichen. Ne? Die eingegossenen Motoren, die Kunststoffteile, Teile von Lieferanten, kommt hier alles zusammen.
glaube, das ist auch der Bereich mit der größten Output, weil wenn wir hier ein paar hundert Orcas montieren, ist da auch einfach, da ist was dahinter. Ne? Ja, ich finde es außerdem total cool, wie meine Kollegen einfach ganz neutral damit umgehen, dass ich so lustig aussehe. Aber mein Make-up gefällt mir heute richtig gut. Ich finde es richtig schön, meine Augen. Da sind die Rücksendungen, die sind mannigfaltig, da sind die Produkte voll in Ordnung und das hat halt keiner gemerkt, dass es eigentlich alles funktioniert oder es ist irgendein kleiner Anwendungsfehler und manchmal sind die Sachen auch total kaputt und uralt und müssen dann instand gesetzt werden. Genau, so sieht es dann hier aus. Und klassischer Support, gell? Und hast du dich schon ein bisschen eingelebt? Wie ist es heute, Sascha? Naja, der Computer läuft jetzt zumindest wieder. Cool. Dieser wunderschöne Raum hier war früher mal unsere Spritzgießerei. Ne, da standen hier die Maschinen drin und haben hier für die Produktion, die dann im Lötraum über uns früher war, die Teile gefertigt. Da waren es nicht so viele Maschinen, nicht so große und hier war alles eng. Deswegen war das so schön, dass wir vor 20 Jahren die Spritzgießerei rausnehmen konnten. Dann war hier unser Versandlager so lange, bis Covid kam und dafür gesorgt hat, dass wir viel größer wurden und den Platz gebraucht haben. Und deswegen haben wir hier jetzt unsere Magnetmontage quasi drin und alle Kernmagnets kommen mehr oder weniger von hier. Ja, die werden hier eingelegt, die werden vergossen und danach werden sie hier montiert. Und so einen habt ihr auch zu Hause, gell? Ja, Ja. so haben wir auch Und zu jetzt Hause. die Klingen, da war doch irgendwie was. Wir waren jetzt überlegen, ob wir das mit dem Holz machen da, was ja, aber Ja. Wenn man es will. Ja. das muss man schon wollen. Ich habe mal im Support-Video gesagt, wir geben das auch auf Verschleißteile im Sinne von, wenn ein Motor, wenn man bei uns eine Pumpe kauft, dann müssen die Verschleißteile der Pumpe auch 5 Jahre lang halten. Aber hier gibt es jetzt nicht 5 Jahre Garantie auf den Verschleiß der Klingen, weil die, wenn man die regelmäßig benutzt oder einen intensiven Einsatz bringt, dann verschleißen die natürlich. Ich weiß gar nicht, Denken wir, versteht es. Ja, das verstehen unsere Kunden. ich Ja, weiß ja. gar nicht, ob wir den richtig bedienen. Also, Ganz bestimmt, da gibt es nicht viel falsch zu machen. ja, wenn Ja. ich das mache, ich bin wohl zu schnell. Ja. Ich verliere nämlich drinnen dann die Klinge, die geht dann ab. Und dann Welche Glasstärke hast du? 12 mm. 12 und du hast den Long? Ja, den lang. Ja, okay. Da brauchst du den Max Pro Super Mega Plus. Ja, wenn du Nee, den- der ist jetzt schön sehr leichtgängig. Das Ja, finde ich ja genau. mega. Das Okay. ist, Und der kriegt auch den Dreck gut weg? Ja, okay. Kernmagnet Nee, aber ist auch schönes wirklich Produkt. von der Stückzahl ein sehr starker Artikel, wo wir sehr viel absetzen. Ja. Da vorne montiert der Pavlo gerade die Magneten mit einer einfachen Vorrichtung. Das war unser Versuch, das stärker zu automatisieren, dass ich quasi nur noch aufs Fußpedal drücke und zack, fällt das fertige Paket hier unten raus, um mehr Geschwindigkeit reinzubringen. Aber es ist ein ganz schöner Affentanz, bis das Ding also stabil läuft, dass es nicht alle 10 Minuten nochmal zerlegt werden muss. Das ist immer diese Herausforderung am Automatisieren. Ne? Die macht auch Spaß, aber ich weiß nicht, wie ich es schöner sagen soll. Nee, ist so. Es ist unser Versuch auch, wir haben halt sehr, sehr viele von diesen Magneten. Es ist so eine Plattform, die wir an allen Produkten dran haben. Ja, gut, Da aber lohnt seid sich's ihr aber mal auch stärker. bekannt. Ne? Also Ja. wenn man fragt, einen guten Magneten fürs Aquarium, Ja. dann kommst du an Tonse ja gar nicht vorbei. Also, Das ist cool, das war früher mal nicht so, aber es ist schön, dass wir das jetzt mit dieser affigen Qualitätskontrolle aufgebaut haben. Gell? Du musst halt auch einfach nur wieder Geld in die Hand nehmen und es gescheit machen wollen. Wie immer im Leben, wenn du halt richtig viel Ressourcen reinsteckst und Liebe und Zeit, dann wird es halt auch gut. Hier sind wir jetzt in unserer kleinen süßen Werkstatt. Es gibt immer mal noch Prozesse, die man noch mal mit der Hand machen muss. Man muss immer mal was basteln, man muss immer eine Vorrichtung bauen, muss irgendwas nachkorrigieren. Und tatsächlich, früher waren viele unserer Produkte halt Halbzeugbearbeitung und es bleibt immer irgendwas übrig oder man muss immer noch mal ein Ersatzteil wie früher herstellen und deswegen gibt es einfach noch die Arbeitsplätze mit der Bohrmaschine auch hier. Ja. Und es gibt auch so Prozesse wie zum Beispiel die Rotoren. Der Rotor von der Stream 2 Eco, den Magneten legen wir selber in die Maschine ein, umspritzen den, aber dass das Lagerspiel am Ende perfekt ist, dafür müssen die alle nochmal sauber aufgerieben werden. Das ist auch so ein Prozess, der halt irgendwo passieren muss und das machen wir auch hier. Und manchmal baut man eine Spritzgussform und stellt fest, ach, wenn wir das jetzt so gemacht hätten, wäre es besser. Und dann stellt man fest, dass man die Form gar nicht hätte so bauen können. Aber die Wiese hat es nämlich schon in der Hand. Wenn man dann an der richtigen Stelle 5-mal ein Loch bohrt, dann ist es viel besser. Dann muss man es halt machen. Also sitzt hier wirklich bei jeder Stream 3 einer da und bohrt da hinten nochmal überall also ein Loch rein, sage ich mal, oder fräst eigentlich nochmal das aus, dass wir mehr Kupferdraht auf den Spulenkörper drauf wickeln können. Oh mein Gott, sieht das krass aus, Erik. Wow, 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 so viele Orcas. Hallo. Ja,
Ja, und Aquavent ist auch. Der Motor selbst ist halt komplett gekapselt. Da ist alles drin an Elektronik? Nee, Also hier ist nur die Lötverbindung drin. Wir haben da eine Platine drin, die momentan im Prinzip leer ist. Da kommt in der zukünftigen Generation noch der Temperaturregler mit drauf, aber bisher ist es einfach nur, damit die elektrische Verbindung absolut dicht ist und der ganze Motor und die Elektronik ist da drin. Da bin ich im Prinzip aufgewachsen. Da ist die Schaukel, auf der ich geschaukelt habe als Kind. Ist irgendwie nett. So, und kleiner Überfall. Von hier verschicken wir tatsächlich, also alles, was wir herstellen, wandert dann regelmäßig hier rüber und von hier verschicken wir dann auch alles. Das ist jetzt zum Beispiel eine Palette für den Australier. 2 Paletten kriegt er. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die Tonse-Pumpen nicht abgeholt auf der Reef Mania. Hätte ich mir schicken lassen. Ja, aus dem Webshop am besten. Ja. Auch hier merkt man, dass es ein bisschen voll ist, ein bisschen viel Sachen gibt. Genau, und dann stehen die Produkte einfach so herum, die man so kennt. Da zum Beispiel ein paar 9430. Teilweise sind die Sachen auch nochmal in einem Nebengebäude untergebracht, weil auch hier nicht genug Platz ist, um alles zu lagern. Gerade wenn wir dann großvolumige Artikel mal eine größere Stückzahl auf einmal bauen, wollen wir hier nicht 3 Palettenplätze blockieren. Das ist hier ein bisschen komprimierter, deswegen ist es dann nochmal im Nebengebäude untergebracht. Wir haben es stark reduziert. Vor ein paar Jahren hatten wir 800 verschiedene Artikel, die wir einmal pro Jahr umgesetzt haben. Ich glaube, wir sind irgendwie runter auf 500, 600, die einmal im Jahr umgesetzt werden. Aber das liegt halt daran, wenn man die Ersatzteile so lange führen will und so viele verschiedene Produkte hat, dann gibt es halt unheimlich viele Ersatzteile. Ja, Die Ersatzteilefächer war zeigen. ja, genau. Also tatsächlich die ganzen Außenwände hier sind fast großteils oder fast vollständig Ersatzteile. Genau, das sind so Sachen, an die man überhaupt nicht denkt, aber die auch irgendwann mal einer haben will. Keine Ahnung, vom kleinen Filter, dieses Teil da oben. Das ist für mich auch immer, da hatten wir ja gestern beim Abendessen drüber gesprochen, der Gebrauchtwert eines Produktes wird dadurch definiert, wie lange es noch am Leben erhalten werden kann, nachdem es nicht mehr komplett neu ist. Ne? Wenn die Maschine, sobald ein Autohersteller keine Ersatzteile mehr raushaut, ist das Auto nichts mehr wert. Manche unserer Kunden lieben das, viele greifen vielleicht auch gar nicht darauf zurück. Ist übrigens für uns auch immer so ein bisschen schwer, wenn wir einen Artikel neu machen, dann definieren wir gleich die Ersatzteile, weil wir gleich die Anleitung definieren. Und dann müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, was bündeln wir logischerweise, was wird niemals ein Ersatzteil werden. Und manche Ersatzteile legen wir an, legen sie auf Lager und Aber dann liegen sie da für immer. Dann bleiben sie da für aber der immer. Kunstgriff zum Beispiel, den Abschaumer jetzt mit der Stream 3 zu machen, Ja. ein Produkt für mehrere Einsatzzwecke, Richtig. ist doch mega. Genau, dann bündelt man es ein bisschen. Ja. Das ist auch wieder so ein Punkt, der anstrengend ist, der aber unsere Marke auch ein bisschen definiert, diese vielen Ersatzteile zu halten. Überhaupt ein Ersatzteil loszuwerden ist immer schweren Herzens, weil den Artikel haben wir vor 10 Jahren das letzte Mal verkauft. Ja, aber einmal im Jahr kauft es noch einer und freut sich drüber. Und dann muss man zwischen dem Familienunternehmen, das es jedem recht machen will, und dem Manager, der will, dass das Unternehmen fortbesteht, immer so ein bisschen den Punkt finden, wann man aufhört, die anzubieten. Das finde ich auch eine coole Entwicklung, dass es mittlerweile so viel, ich liebe es, auf diesen Plattformen nachzuschauen, welche Ersatzteile es für unsere Produkte zum selber nachdrucken mittlerweile oder gibt. so, Und es ja. ist schon vor vielen Jahren losgegangen und manchmal, wenn ich drauf gucke, so was, das hat einer nachkonstruiert, das ist ja super. Es ist ja nicht, dass ich großartig viel Geld mit den Ersatzteilen verdienen will. Es geht mir eher darum, dass es überhaupt verfügbar ist. Genau. Deswegen eigentlich ist die Entwicklung total toll mit den 3D-Druckern. Jetzt habt ihr im Prinzip alles mal gesehen, ja, so gut wie alles. Was war denn für euch so ein bisschen so ein Moment, wo ihr gedacht habt, okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Also das wäre irgendwie krass, dass sie das so machen, Alter. Für mich kann ich sagen, sehr viel Handarbeit und ein extrem hohes Maß auf Qualitätskontrolle. Das kam bei dem Video, was ich in YouTube gesehen habe, jetzt für mich nicht so rüber. Da hat man auch so auf der Couch gesessen, so lapidar, so, ja, für die Kamera. Jetzt sehe ich das schon sehr und für mich kann ich sagen, ich kann die Preise anders einschätzen, einordnen. Tatsächlich und für mich positiv. Also, ja. Also ich habe ihm nicht gesagt, dass er das sagen soll. Nein. Oder? Nein. Ja, spannend. Ja, aber Was war für dich so das Highlight? Ja, für mich war das auch einfach eine Bestätigung, dass das, was wir so bisher verfolgt haben, auch gesehen haben, dass das auch dem entspricht, wenn man dann hier vor Ort ist. Also, vielen Dank dafür. cool. Nein, also danke. Ich fühle mich übrigens auch sehr geehrt, dass als ich gehört habe, dass ihr aus Berlin anreist, habe ich mir gedacht, wow, krass. Wow, ich würde es mir auch überlegen, um ehrlich zu sein. Deswegen Also
Cool, ja. Wir sind ja auch aus Berlin zur Ja. Reefmania angereist, wo Ja. wir dann das goldene Ticket gewonnen haben. Umso glücklicher war ich jetzt, also ich habe mich auch echt gefreut, ihr wart die Ersten tatsächlich, genau, wir hatten nämlich da war es gut präpariert, da hatten wir unter den ersten 50 Pumpen ein goldenes Ticket rein und ich habe mich so für Genau, euch und ich gefreut. wollte nicht die erste geben, die mir... Man hat mir eine Pumpe in die Hand gegeben, ich sagte, die will ich nicht, ich will... Wirklich, so war's. Ja, Ich will die Pumpe! 4 Personen haben sich tatsächlich gemeldet, 2 Personen haben den Termin zugesagt und am Ende, also Personengruppen, ne, Pärchen, am Ende hat noch einer kurz vorher abgesagt und deswegen freut mich, dass ihr da seid, sonst wäre nämlich niemand gekommen. Und umso schöner. Ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass ich euch noch was Gutes tun muss. Was für ein Aquarium habt ihr zu Hause? Seit neuestem ein Raumteiler, 700 Liter, Ja, 70 breit, 60 hoch, 1,70 lang. ja. Ja. Läuft Meerwasseraquarium natürlich und läuft jetzt seit 2 Monaten, ist ein Umzug gewesen von einem kleineren Aquarium jetzt in diese Größe. Technik ist fast alles ist Tunse. Fast. Das passt ja irgendwie heute zu dem Tag, oder? Also ihr Lieben, ihr wisst, ich weiß, dass ihr es hasst, wenn Leute irgendwas geschenkt kriegen, aber den beiden gönnt man das doch, oder? Ja. Jetzt angenommen, wir würden noch mal ins Versandlager rübergehen und ihr könntet Ich wünsch mir was spielen. Was wäre es? Wenn ich wünsche mir, dann ist der Kofferraum voll. Sollen wir noch mal rübergehen und den Kofferraum voll machen? Ich denke, das kriegen wir hin, oder? Und dann müssten wir eigentlich mal die beiden noch mit der Kamera überraschen, oder? Silas, bist du bereit, nach Berlin zu kommen? Klar, warum nicht? Das machen wir. Also ich muss jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, hat mir mega viel Spaß gemacht. Diese ganze Idee mit dem Felix und die Pumpenfabrik hat mir richtig viel Spaß gemacht, in so eine andere Rolle mal zu schlüpfen oder anders wahrgenommen zu werden und zu sehen, wie auf der Reefmania die Leute alle Fotos mit mir gemacht haben. Das war so schön. Ich bin schon in Läden reingegangen, da kam random ein Kunde rein und sagt, boah Felix, wir haben uns schon mal gesehen, aber du kannst dich nicht erinnern. Und dann sage ich, um ehrlich zu sein, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich habe ein Foto mit dir und meiner Frau. Und dann zeigt er mir sein Handy und dann bin ich da als Willy Wonka und habe ich mich so cool gefühlt. Oh. Ja, tatsächlich. Wir haben das Foto auch noch. Ja, das ist schön. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, machen wir uns doch mal rüber ins Versandlager und mal gucken, was wir nächste Woche hier auf dieser Reise erleben. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar richtig gute Ideen, was ich als nächstes für ein Kostüm anziehe und was wir als nächstes für ein cooles Video machen und was wir als nächstes für ein Marketing-Gag damit machen. Die Evisa, die hält schon fast nicht mehr aus. Schau dir mal das Gesicht an, wie die hier grinst. Das wird richtig cool. Ja? Ich mag es, wie unterhaltsam der Kanal ist und wie er das Technische und das Emotionale und ein bisschen auch meinen Alltag miteinander kombiniert. Das ist eine geile Reise, die wir hier miteinander erleben dürfen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüssi.